Moin zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer bereits das letzte Video von mir gesehen hat, hat mitbekommen, dass ich mich für die neue Staffel von Seven vs. Wild beworben habe. Für das Video bin ich meine bisher längste Radtour von 500 Kilometern am Stück gefahren. Ich bin nämlich von Dresden nach Rostock bzw. an die Ostsee gefahren und habe das Ganze für euch dokumentiert. Da das Bewerbungsvideo 8 Minuten lang sein musste, habe ich natürlich nicht alle coole Szenen mit ins Video reinschneiden können. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach nochmal eine lange Version von dem Abenteuer zu schneiden und genau die gibt es jetzt hier. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder ähnliches habt, dann haut es in die Kommentare und ich würde sagen, let's go! So, das System rollt, 17:40 Uhr und ich fahre direkt auf eine übelste Gewitterfront zu. Leute, Kilometer 4, ich bin noch nicht mal aus Dresden raus und jetzt bin ich hier mitten in so einem Unwetter drin. Was sollst du machen, ne? Wenn es regnet, dann regnet es. Das Gute daran ist, wenn man einmal nass ist, dann ist man nass. Jetzt heißt es nur warm bleiben und durchziehen. Ich bin komplett durch. Schutzblech wäre in gewisser Weise angebracht. Freunde, Brandenburg hat ein paar Autobahnen hier. Hier kannst du mit dünneren Reifen echt so durchknallen. Ich mache hier eigentlich die ganze Zeit 30 plus pro Stunde. Macht Spaß. Wenn das Smiley traurig ist, weißt du, du machst Meter. Boom! Könnte meine Chance sein, Wasser aufzufüllen. Hier irgendwie reinkommen. Hoffen wir mal, dass die das nicht hier direkt aus dem Grundwasser ziehen. Naja, schon gut gehen. Dafür hasse ich Brandenburg. Wenn du 22 Uhr hier nochmal so einen richtigen Plattenweg erwischt. Die ersten 100 sind geschafft. Stehen leider noch 411 auf der Uhr. Aber da darf man jetzt echt nicht zu oft drauf schauen. Sunset. Ich sag's euch, es ist einfach so eine geile Stimmung, hier allein jetzt in den Sonnenuntergang zu fahren. Und man merkt, dass die ganzen Leute langsam schon in ihre Buden verschwinden. Und man nimmt jetzt irgendwie auch die Natur noch mehr wahr. Wenn irgendwo ein Vogel wegfliegt oder das Kaninchen neben einem herläuft. Einfach krass, richtig geil. Es ist einfach mega spooky, wenn man links und rechts von sich im Wald irgendwas hört. Einfach krasse Stimmung. 1 Uhr nachts, Zwischenstand, 170 Kilometer, geschafft. 340 to go. Jetzt gibt es erstmal schön eine festkochende. Ich habe jetzt mal Strom gelegt hier, Powerbank, damit mein Navi hier durchhält. Ich muss das nämlich die ganze Zeit mit Licht betreiben. Und der Spaß beginnt hier. Jetzt kommt das gute Zeug. Ich sag's euch, 2 Uhr nachts. Und dann kommt hier so eine richtige Brandenburg-Wüste. Mit den dünnen Reifen hier. Das ist einfach nur zum Heulen. Ich bin jetzt hier bei Kilometer 210. Es ist schon Morgengrauen. Ich bin kurz vor Potsdam. Noch 300 to go. Und ich bin so vor 20 Kilometern durch irgendein Spinnennetz gefahren. Ja, echt, mein ganzes Gesicht war voller Spinnenweben. Und jetzt setze ich meinen Helm ab. Und dann finde ich einfach mal den Kollegen hier. Zieht's euch rein. Den habe ich schön 20 Kilometer chauffiert. Bin ich froh, dass die auch schon was zu essen hat hier. Dass sie nicht an mir schnabbern wollte. Schluss jetzt hier. Du musst ja ein neues Netz bauen irgendwo hier. Potsdam ist auch schön. Hier deine Speise. Was hat's denn da? Eine Raupe ist das, glaube ich.
Mach dich runter, ja. Zieh dich immer das rein, das kommt auf der Kamera nicht so rüber, aber die Stimmung ist einfach mega. Wenn das mal nicht nice ist. Scheiße. Auch schon wieder mega geil hier, so Morgentau mit dem Rot im Hintergrund. Das kriegt man halt nur mit, wenn man sowas macht. Nachts mal schön eine Runde drehen. Morgenstund hat Gold im Mund. Kommt nicht von irgendwo her, würde ich mal sagen. Ist das geil oder ist das geil? Nice. Bin richtig stoked. Richtig stoked. Potsdam, Freunde. Potsdam. So, kurz vor 5. Ich habe die Nacht überstanden, da geht die Sonne auf. Die wird mich heute noch auf jeden Fall richtig piesacken. Soll wieder richtig warm werden. Jetzt gibt es eine Cola, dann 2-3 Stunden noch ein Käffchen, Croissant an der Tanke. Und ja, ich würde sagen, es läuft. Ein bisschen fertig sehe ich sicherlich aus. Aber das ist normal, denke ich, nach 10-11 Stunden auf dem Rad ohne Schlaf. Mal frisch machen hier. Ich merke echt, dass die Müdigkeit langsam reinkickt. Bin jetzt bei 283 Kilometern, habe aber noch 243 vor mir. Ich bin ganz schön am Arsch. Leute, was ist denn das für ein Routing? Kilometer 320. Und Komoot sagt, ich soll hier lang. Na gut, dann Schuhe aus, würde ich sagen, und rüber. Gucken wir mal, wie das da ist. So muss ich hier runterkommen. Hier ist auch Glas. Das ist eine echt dumme Idee. Leute, das ist tiefer als gedacht. Flussdurchquerung gemeistert. Die Mücken haben mich komplett zerlegt. Aber die Challenge war es mir wert. Geilo. Aldi hat am Sonntag offen hier. Das ist richtig gefährlich. Ich nehme ja alles mit. Ja, ich habe mein Schloss nicht dabei. Ich schleife jetzt bald die 400. Es ist richtig zäh. Im Kreislauf gerade richtig hart, weil es 32 Grad hat und hier ist überhaupt kein Schatten. Kühlung, Freunde. T-Shirt ist getränkt. Ich bin abgekühlt. Es hat richtig gut getan. Rostock. Steht dran. Hier wird nochmal alles von mir abverlangt. 430 sind geschafft. 93 to go. Ich habe inzwischen Gegenwind und jetzt kommt hier so eine Der Zahnfleischmodus ist on, sage ich euch. Mein rechtes Knie zieht ziemlich stark. Ich kann nur noch Halbgas fahren. Die Müdigkeit in Kombination mit irgendwie so einer Art, weiß nicht, Unterzuckerung ist übelst krass am Start. Und ja, ich kriege jetzt hier die letzten 40 noch, kriege ich noch zu mehr. Ich habe es einfach geschafft. Bin an der Ostsee angekommen. Echt richtig wild. Über 27 Stunden unterwegs. Ja, seit 37 Stunden wach. Krass. Ich bin echt mega happy, jetzt das Ziel erreicht zu haben.
Schlafplatz steht, würde ich sagen. Noch ein bisschen begradigen. Vielleicht noch das Kopfende ein bisschen erhöhen. Und dann habe ich hier eine schön weiche Liegefläche. Moin zusammen. Die Nacht war, ich sag mal, okay. War jetzt auch nicht brutal kalt mit der Decke. Die hat auf jeden Fall was gebracht, dass es von unten noch nicht ganz so kalt ist. Und jetzt hat mich eine Möwe geweckt, die mir am Fuß gepickt hat. Und jetzt werde ich das einfach packen und ganz entspannt Richtung Bahnhof rollen. Dann hoffe ich mal, dass das 9-Euro-Ticket heute liefert und ich da irgendwie einen Platz kriege.